und dass wir auch wissen, wir können einen Frieden in uns haben, der da ist, wenn andere um uns herum keinen haben. Also, dass wir das nicht von anderen abhängig machen. Das ist ja wie mit Vergebung. Wobei ich denke, dass Vergebung, das ist ja wie bei vielem, das ist ja manchmal auch verdreht. Also viele Menschen, die denken, wenn ich vergebe, dann muss ich das gut finden oder das irgendwie vergessen oder irgendwas in die Richtung. Aber eigentlich heißt Vergebung ja nur, dass man die Wut, die man darauf hat oder den Widerstand, dass man das auflöst und so emotional in Frieden mit sich kommt. Das heißt nicht, dass man etwas gut finden muss oder dass man etwas vergessen muss. Bei Enttäuschungen zum Beispiel, auf der einen Seite tun sie uns weh, aber auf der anderen Seite zeigen sie uns auch ein Stück von der Wahrheit. Und wir lernen daraus ja etwas. Und wenn wir sagen, wir vergessen das, dann vergessen wir ja, was wir daraus gelernt haben. Und das macht ja gar keinen Sinn. Darum geht es vielmehr darum, dass man in sich Frieden findet, aber die Dinge, die man daraus lernt, die kann man ja behalten. Die sind ja was Gutes, man hat ja was gelernt. Und wir lernen ja ständig, nur die Art und Weise, wie wir lernen, die ist manchmal ein bisschen verschieden. Aber und wenn wir vergeben, dann bedeutet das ja auch, dass wir den Teil in dieser Situation, der mit uns selbst zu tun hat, dass wir den auch anschauen und uns darum kümmern. Also in vielen Situationen, da sind ja immer 2 oder mehrere Menschen irgendwie dabei und haben irgendwie was damit zu tun. Manchmal ist es zwar auch wirklich nur ein Einzelner, aber meistens sind es schon 2 oder mehrere. Und wenn man sagt, man vergibt, dann löst man ja auch diesen Gedanken auf, das hat nur mit dem anderen zu tun. Es gibt natürlich Situationen, da ist das wirklich so, aber in vielen Situationen eigentlich nicht. Und dass man dann sagt, das vom anderen, das ist seins, aber das, was mir gehört, das ist meins. Und wenn ich mir das anschaue und verstehe, was ich da vielleicht als eine Blockade in mir habe oder als eine alte Verletzung, und wenn ich das heilen kann, dann verändert sich ja auch meine Energie und die Resonanz, die ich selbst habe. Und in der Zukunft komme ich dann in andere Situationen und nicht mehr in die damals gewesen ist. Oder wenn ich in ähnliche Situationen komme, dann gehe ich anders damit um. Und manchmal
wenn jemand mit jemandem streitet oder etwas hört und es macht ihn wütend oder er bekommt Angst, dann denken ja viele Menschen, dass diese Situation oder der Mensch der Grund ist, warum man sich so fühlt. Und das kann natürlich manchmal wirklich so sein, aber in vielen Situationen, wenn man dann in sich hineinspürt, dann merkt man, diese Situation hat zwar dieses Gefühl in mir ausgelöst, aber es war halt nur der Auslöser. Das Gefühl, das entstand nicht in dieser Situation. Das entstand viel früher. Und wenn man das dann merkt, dass dieses Gefühl von etwas anderem herkommt, dann kann man ja auch anders damit umgehen. Und auch die Projektionen auflösen, die man sonst ja hat auf diese Situation, die das Gefühl ausgelöst hat. Es ist ja manchmal auch bei Kriegen so, da gibt es Menschen, die mögen sich nicht. Also ganz vereinfacht gesagt, die mögen sich nicht und die haben das Gefühl, sie mögen sich nicht wegen etwas in der Gegenwart, aber eigentlich ist dieses Gefühl, dass sie sich nicht mögen und vielleicht wütend aufeinander sind, das ist ja oft schon viel älter. Aber solange sie das nicht auflösen, kommen immer wieder Situationen in der Gegenwart, die genau das wieder hervorholen. Es gibt natürlich auch Menschen, die Kriege machen, weil sie das so wollen und nicht, weil es eine Projektion ist oder einfach um was Altes. Aber die meine ich jetzt da nicht, die sind was anderes. Aber es gibt einfach Menschen, die noch nie diese Idee hatten, dass gewisse Dinge, die in der Gegenwart zwar da sind, gar nicht in der Gegenwart entstanden sind, sondern früher. Und wenn man das weiß, dann kann man ja mit gewissen Situationen besser umgehen. Oder auch besser seinen Frieden finden.